Ich hatte für mich das Gefühl, dass es wichtig war, dahin zu gehen und ja, nicht wirklich ins Reine zu kommen. Ich hatte ja nicht, vorher auch nicht das Gefühl, dass ich das muss, aber es hat sich richtig angefühlt irgendwo. Ich heiße Sarah Ossenbrink, bin 18 Jahre alt und noch Schülerin. Ich bin zu Hause in Eppstein am Taunus und ich wohne mit meinen Eltern und meiner kleinen Schwester bei meiner Oma, Gisela Rasper. Ich werde jetzt auch mit ihr auf eine Reise gehen, und zwar nach Aserbaidschan und Helendorf. Und das finde ich einfach wahnsinnig interessant, weil dort kommt meine Familie her. Ich glaube, Urgroßvater noch. Und ich möchte es einfach wahnsinnig gerne alles sehen. Ich möchte wissen, wo ich herkomme, wo meine Wurzeln liegen. Das ist ja alles ein Teil von mir. Also ich möchte sehen, wo die Menschen gelebt haben, die zu mir gehören. Einfach zu sehen, wie das alles war. Ich bin Gisela Rasper, geborene Votteler, eine kaukasusdeutsche Tochter. Mein Vater stammt aus dem Ort Helendorf in Aserbaidschan, kam zum Studium nach Deutschland und ging dann als Direktor der AEG 1935 nach Teheran in Persien, wo ich geboren wurde. Ich hatte eine wunderschöne Jugend in Teheran erlebt und 1941 endete die brutal, als mein Vater in russische Kriegsgefangenschaft kam und meine Mutter mit uns 3 kleinen Kindern nach Deutschland ausgewiesen wurde. Von klein auf war dieses Helendorf für mich immer, ja, ich habe gespürt, da kamen meine Wurzeln her. Und daher war das für mich sehr bedeutsam. Erst als mein Vater dann aus der Gefangenschaft kam, 1954, da habe ich dann direkt von ihm ganz viel erfahren. Und er hat mir sehr viel erzählt. Und es war eigentlich immer mein größter Wunsch, mal nach Helendorf zu kommen. Auf diesem Hocker hat der Opa immer seine Füße gelegt, wenn er in seinem Sessel saß. Und wenn ich bei ihm war, saß ich da und habe ihm die Füße massiert. Die letzten Jahre vor seinem Tod habe ich ihn immer ausgefragt nach seinem Leben. 20 hieß es, die Russen kommen. Dann haben unsere Lehrer gesagt, dann müssen wir schnell Abitur abschließen, dass ihr noch von uns ein Zeugnis kriegt, Abitur, und nicht, wenn die Russen da sind, dann ist aus damit. Nicht? Und im September bin ich dann
Oktober nach Karlsruhe, da wurde ich aufgenommen, immatrikuliert und habe dann dort studiert. Und 28 war ich fertig und da hatten wir immer noch vor, nach Hause zu fahren. Einmal kam ein Telegramm, bleib dort. Deutsch? Ja, spreche ich Deutsch. Oh, das ist ja wunderbar. Wir freuen uns sehr, dass wir hier sein dürfen. Ja, wir freuen uns auch. Hallo. Sarah. Hallo, auch Sarah. Okay, super. Guten Tag. Vorsitzende Wiedergeburt, deutsche Minderheit. Ich glaube, wir haben uns schon mal gesehen vor 10, 11 Jahren. Kann sein. Früher war das sozusagen Begegnungsstätte von den Deutschstämmigen, also das heißt von den Deutschen, die hier wohnten. Ja. Und es wurde nach der Kirche gebaut, weil es war so ein Bedarf, dass die Leute... Als Gemeindehaus. Genau, als ein Gemeindehaus. Aber sonst, das ist eine Kulturgesellschaft. Die haben hier Treffpunkt, wir veranstalten hier viele Konzerte, sehr viele Ausstellungen, wurden auch im Kapellhaus organisiert. Das Spannende ist, dass ich Namen, die auftauchten in den Archivunterlagen, also wenn Sie Quellentexte vor sich haben und Sie dann auf Namen stoßen, wie eben Familie Vohrer, Votteler, Frick. Und ein paar Jahre später stehen diese Menschen vor Ihnen, also die Nachfahren dieser Familien. Was Besseres kann sich eigentlich ein Historiker nicht wünschen. Ja, also als Historiker nicht nur über Akten zu sitzen, sondern aus dem Staub stehen dann Schicksale auf und Menschen stehen dann vor ihnen. Und wir begleiten ja auch diese Menschen bis hin zu Kriegsgefangenen, die dort waren, die also ein sehr, sehr schwieriges Leben hinter sich haben. Die Nachfahren der Kaukasusdeutschen, die also über Zentralasien heute in Deutschland wieder leben, die also sehr, sehr viel durchgemacht haben. Ich bin Otto Hur, geboren am 30. April 1922 in der deutschen Kolonie Helendorf. Also gehört zu Aserbaidschan. Die Voreltern und Eltern waren Weinbauern. Sie haben sich beschäftigt mit dem Weinbau. Helendorf, ja was? Das war einfach auch eine Koloniedeutsche. Waren alle lustig und alle zufrieden waren. Und in der Familie, da war die Eltern, das ging immer Schwäbisch. Auf der Arbeit, in der Schule, Beruf, dort ging Russisch. Sie hat sich versteckt. Komm doch raus! Nein, Was bist du so scheu? Komm, frage. Und die da, meine Cousine hier, ich weiß nicht, sie hat
keine Stimmung. Oder so. Das Leben war schön bis in den 30. Jahren, bis Anfang des Terror mit dem Stalin und was. Dann war alles viel schlechter geworden als war. Als 19 Jahre alt wurde ich verschleppt nach Kasachstan. Bei mir ist es gerade 70 Jahre unter den Russen und 17 Jahre unter den Deutschen. Und das ich in Deutschland. Wo ich 70 Jahre war, kam ich nach Deutschland. Das ist der größte Dichter Aserbaidschans, aber so wie der Goethe bei uns. Die Deutschen sind eben nicht nur die Kolonisten, sondern sind also auch die Unternehmer, sind die Forschungsreisenden. Das Thema hat sich erweitert mit dem einsetzenden Erdölboom. Das geht ja in unterschiedlichste Bereiche hinein, wo wirklich Deutsche einen großen Anteil auch haben. Und der Architektur widerspiegelt sich das. Aber ich verweise sehr gerne also auch auf die Elektrifizierung des Bakur Reviers. Guten Tag, Frau Gisela. Guten Tag, Herr Jafari. Freut mich sehr, Sie zu treffen. Hallo. Guten Tag. Das ist meine Enkeltochter. Herzlich willkommen in Aserbaidschan. Dankeschön. Danke, Bitte, nehmen Sie danke, Platz. Danke. Wir freuen uns sehr, dass wir bei dem schönen Wetter hier sein können. Haben Sie denn selber auch so einen persönlichen Bezug zu der ganzen Geschichte, auch mit Helendorf und so? Bunun çox sadə bir cavabı var. Ümumiyyətlə 31-ci ildə mənim babamı da Stalin rejimi güllələmişdi və babamın ailəsi, o cümlədən mənim atam da deməli xalq düşməni kimi deməli məcbur idilər həmin o kəndi dərk eləsinlər. Və qonşuluqda olan bir Alman kəndi var idi, Grünfeld. Və valideynlər, mənim qohumlarım Almanlarla bir yerdə Alman məktəbinə gediblər, Almanlarla bir yerdə yaşayıblar.
Zelle. Württemberg hat ja seit 2, 3 Jahrhunderten immer wieder Menschen nach Amerika entlassen. Viele Württemberger, viele Schwaben sind auch nach Russland ausgewandert. Das ist weniger bekannt. Reutlingen selbst war ein ganz wichtiger Ort, ein zentraler Ort bei einer speziellen Auswanderungsbewegung, nämlich von Württemberg nach Transkaukasien. Transkaukasien, das ist der südliche Kaukasus. Heute würden wir von Georgien, Armenien und von Aserbaidschan sprechen. Der Anfang des 19. Jahrhunderts war für Württemberg von vielen Unglücken, von Unwettern und von vielen Katastrophen gekennzeichnet. In den Jahren 1812 bis 1817 folgte eine Wetterkatastrophe der anderen. Es regnete andauernd, es war sehr, sehr kalt. Das Getreide faulte auf dem Feld, das Gemüse gedieh nicht, die Weinberge rutschten förmlich ab und die Menschen waren gezwungen, von Brennnesseln, von Schnecken zu leben und waren in größter Not. Württemberg ist ja gleichsam die Wiege des Pietismus. Die Pietisten im Lande, das sind also die Frommen, die Stillen im Lande, haben sich mit dem kirchlichen Leben, was die Landeskirche bot, nicht zufrieden gegeben. In der erwähnten Zeit, Anfang des 19. Jahrhunderts, hat der württembergische König Friedrich I. in kirchlichen Belangen eine Reform eingeführt, die gerade diese frommen Menschen in Württemberg ganz tief traf. Es war die Zeit des Rationalismus. Die Predigten waren völlig abstrakt, hatten mit den Bibelversen, von denen sie ausging, kaum etwas zu tun. Die Menschen, die frommen Menschen, fühlten sich in ihrer Kirche nicht mehr zu Hause. Sie sagten, wir fliehen aus der kalten Kirche in die warme Stube. Für die Menschen tief schmerzlich war, dass viele, viele Rekruten hier in Württemberg gezogen wurden, dass 16.000 Württemberger in den Heeren Napoleons oder an der Seite Napoleons ihr Leben verloren haben. Dies alles hat die Stimmung im Lande ungeheuer gedrückt und man kann sagen, dass so eine Weltuntergangsstimmung sich ausbreitete. Es kam ein Faktor hinzu, der diese religiöse Gärung verbunden mit der allgemeinen Weltuntergangsstimmung gleichsam aufheizte. Das war die Baronin
Juliane von Krüdener, eine baltische Dame, die, ja, sie galt als Seelenfreundin von Zar Alexander I. Sie ist von Ort zu Ort gezogen und hat die Menschen davon zu überzeugen versucht, dass die Auswanderung nach Russland eine besondere Bedeutung habe. Und zwar stützte sie sich auf Berechnungen pietistischer Autoren, dass Jesus Christus 1836 auf dem Berge Ararat, dort wo die Arche Noah einst gelandet war nach der Sintflut, dass dort auf dem Berge Ararat Christus wieder zur Erde zurückkehren werde. Und dass mit der Rückkehr Christi zur Erde das 1000-jährige Reich anbrechen werde. Sarah, wenn du diese Landschaft siehst, so war das, als unsere Vorfahren damals hierher kamen. Kannst du dir das vorstellen? Nicht wirklich. Nicht wirklich, ja. Zumindest nicht, dass man da was aufbauen kann. Ja. Aber du wirst sehen, Helendorf ist wieder vollkommen anders. Ich war ja jetzt schon zum 5. Mal, nee, zum 6. Mal fahre ich. 6 Mal und nicht zum 1. Ich weiß auch nicht, warum mich das der Art packt und eigentlich immer schon interessiert hat. Und zwar jetzt nicht nur die Geschichte der Familie, sondern die Geschichte der... Wahrscheinlich ist es die Tatsache, dass alle Vorfahren bis ins 4., 5. Glied von dieser Auswanderung kommen. Nicht? Vielleicht ist es das, dass dadurch so ein ganz starkes Gefühl da ist. Nachdem sich in den Auswanderungsorten sogenannte Harmonien gebildet haben, die einzelnen Reisegruppen, diese Harmonien, zogen nach Ulm. Dort war der große Sammelpunkt und auf zahllosen sogenannten Ulmer Schachteln, das sind also Boote von etwa 30 Meter Länge und 7 Meter Breite, zog man dann die Donau herab. In Wien wurde umgeladen, man wurde auf größere Kähne umgesetzt. Dort war die Enge aber noch größer. Und als man dann am Schwarzen Meer ankam, waren sehr, sehr, sehr viele erkrankt. Und die russische Regierung hatte Zeltstädte gewissermaßen errichtet. Hier mussten die Einwanderer erstmal einige Wochen verbringen. Und wer bisher noch nicht krank war, der wurde jetzt in der Quarantänestation erst recht krank. Die Auswanderer, die Neuankömmlinge, wurden in Dörfer verteilt, die 20 Jahre, 15 Jahre vorher schon gegründet worden. Einige aber, und es war ziemlich genau die Hälfte, haben darauf bestanden, wir wollen nach Transkaukasien. Unwahrscheinlich aufgeregt und es ist ganz anders als bei den anderen Besuchen. Ich weiß auch nicht warum, irgendwo kommt alles hoch und ich muss ständig mit den Tränen kämpfen, weil die ganze Geschichte raufkommt und dadurch, dass auch Sarah dabei ist, da ist das für mich ja, irgendwie wieder ganz anders, weil das ein Teil von Familie ist. Ja, ich weiß nicht, also in einer halben Stunde sind wir höchstwahrscheinlich da und ich bin ziemlich aufgeregt. Meine Oma hat mir erzählt, was sie gefühlt hat, als sie damals zum ersten Mal vor diesem Haus stand. Und ja, ich frage mich, wie das jetzt für mich sein wird. Also sozusagen jetzt endlich richtig in das einzutauchen, was mich persönlich betrifft. Nicht nur Tourist zu sein, sondern auch wirklich Dinge, die mit mir in Verbindung stehen, zu erleben. Ganz komisch, dass die Gefühle ganz anders sind als bisher. Denn früher hatte ich nie diesen, ja, ich musste nie heulen. Und jetzt auf einmal ist es also ein ganz, ganz starkes Gefühl.
so, als ob ich wirklich nach Hause komme. Obwohl es in dem Sinne ja auch nicht meine Heimat ist. Zwar die Wurzeln liegen da, aber ja, es ist schon ganz anders. Ja, es guckt mich schon, dass es bei mir kommt. Ja, seit 15 Jahren setze ich mich für die Hellenendorfer ein. Das ist eigentlich nicht nur die persönliche Geschichte, sondern natürlich doch wieder irgendwo persönlich. Ich bin meiner Großmutter so unheimlich dankbar, dass sie dafür gesorgt hat, dass ich in Deutschland aufwachsen durfte. Und daher denke ich einfach, dass ich eine Verpflichtung habe, meiner Familie gegenüber und meiner Verwandtschaft. Und dafür zu sorgen. Das war vielleicht mal am Anfang, aber mittlerweile habe ich die auch derart lieb gewonnen und ist auch das ganze Leid, was die erfahren haben, das versuche ich dann auf die Art und Weise, ist vielleicht nicht ganz richtig, aber irgendwie wieder gut zu machen, indem ich möglichst alles für die tue, dass sie sich treffen. Aber abgesehen davon habe ich ja auch da viel Verwandtschaft. Ich habe früher nie Familie gehabt, die waren alle in Russland. Und jetzt auf einem Schlag kriegte ich, glaube ich, 60, 70 Vettern und Cousinen, 2., 3., 4. Grades. Und das ist eben das Schöne an der ganzen Geschichte. Çar Rusiyasının məqsədi yeni işğal etmiş, yəni ki, o vaxtı Cənubi Qafqaz tam olaraq, o cümlədən də Azərbaycan, Çar Rusiyasının ərazisi kimi artıq nəzarətə keçmişdi və Çar Rusiyasında məqsədlərindən biri də o idi ki, burada Xristian əhalisinin sayını çoxaltmaq. Ermolov hat 1816 schon gesagt, also es wäre doch am besten, hier ein paar Deutsche anzusiedeln, die also hier als wirtschaftlich aktives Element und vor allen Dingen als regierungstreues Element tätig werden. Und diese sollten dann die Kolonistenprivilegien erhalten. Und was bedeutet denn? Das ist also dieser besondere Stand der Kolonisten, dass man ihnen versprochen hat, wenn sie nach Russland kommen, werden sie zwar russische Untertanen, aber sie erhalten jetzt im Falle unserer Kaukasusdeutschen 10 Jahre Steuerfreiheit, Befreiung vom Militärdienst, dann die Zuteilung von Land, ca. 300 Rubel Kredit, Ansiedlungsgeld, auch das musste dann in der Folge aufgestockt werden und eben auch eine eigene Verwaltung, zwar unter russischer Kontrolle, aber auch eine autonome Verwaltung. Beləliklə 1819-cu ildə Azərbaycanda ilk Alman koloniyası, Yelendorf koloniyası yaradıldı. Es ist warm hier. Ja, merkst ja auch, es ist Mittagszeit, kein Mensch ist auf der Straße. Nur wir. Nur wir. Früher war das auch so, da haben die morgens früh angefangen zu arbeiten, sind auf die Felder, Weingärten und dann mittags hat man Mittag gegessen, Mittagsschlaf gemacht und nachmittags weitergearbeitet. Denn du kannst bei der Hitze gar nicht anders Ich wollte gerade sagen, arbeiten. das ist ja gar nicht auszuhalten. Ja. Das ist jetzt die Talstraße, Sarah. Und heute, guck, steht die Hummelstraße. Haben sie vor einigen Jahren zu Ehren der Familie Hummel, die hier sehr viel geleistet hat. Und es gab auch einige bedeutende Hummels, den Theodor Hummel, den Jakob Hummel, den Lehrer, der auch das Museum gegründet hat und ganz tolle Ausgrabungen gemacht hat. Nach dem haben sie jetzt die Hummelstraße benannt. Ich bin Günter Hummel, 1927 geboren, 8. Mai, in Helendorf. Bin Bildhauer, mache auch Malerei und auch Zeichnungen.
bin hier in Bad Krozingen, sind wir schon seit 1991. Leben hier in Bad Krozingen. Wir sind sehr froh hier. Es ist eine schöne Stadt, sehr ruhig und ich habe ein Atelier, ich bin zufrieden. In Helendorf habe ich studiert in der Malschule. Erstens habe ich Geigenspielen gelernt, das war vor 6 Jahren schon. Und dann wollte ich aber unbedingt zeichnen. Und da hat mir dann der Direktor der Zeichenschule hat gesagt, na gut, wir nehmen dich an, aber du darfst die Musikschule nicht verlassen. Wir lassen dich dann frei zur Musikstunde. Naja, dann habe ich in 3 Schulen gelernt. Und das war ja schon anstrengend. Und wir haben gut gelebt dort. Aber 1941, da mussten wir raus. Da wurden wir übersiedelt nach Kasachstan, kamen wir nach Karaganda. Mit meiner Frau haben wir uns dort getroffen. Naja, das ist die Mutter, die Großmutter. Wir haben 3 Kinder, 7 Enkel, 7 Urenkel. Und alle mögen die Oma. Und dann kommen sie zur Oma und wollen alle hier Tee trinken, Kaffee trinken. Und die Oma hat immer was zu erzählen. Ja. Und ich bin immer weg. Nicht immer. Na doch, dann komme ich auch, abends komme ich nach Hause. Ich gehe zu Fuß dahin und komme wieder zurück. Manches Mal hat der Hänschen gefragt, in welche Klasse ist der Sohn? Dann hat er gesagt, in der 6. Der war schon lange in der 7. Na ja, man kann auch fehlen. Das ist Ich habe gesagt, sonntags musst du zu Hause bleiben. Ja. Am Sonntag lässt sie mich nicht weg. Also, der hat geschafft. Auch dort in Helendorf, man war sehr eingenommen. Ich konnte mit meinen Kameraden wenig spielen, aber wir waren ja doch immer zusammen. Man hatte, jede Minute hat man genutzt. Mein Cousin, der Jakob Hummel, das ist der älteste Sohn von Jakob Hummel, von dem Archäologen. Wir haben viel gelesen von dem, wie heißt der denn, dem Mai, von den Indianergeschichten. Wir waren begeistert und dann haben wir immer diese Spiele nachgeahmt. An unserem Fluss Gandrinka, dort haben wir eine Insel gefunden. Das war wirklich ein Dschungel. Der Strom war sehr stark, da konnte man nicht schwimmen. Da mussten wir ein Seil anbinden an die Bäume und dann haben wir uns am Seil gehalten und sind darüber gegangen. Durchtrieben war ich. Wir waren, naja, ganz klein und nicht, aber wenn wir schon älter ein bisschen waren, haben wir viel angestellt. So. Nur wie die alle, die Hähner gestohlen, die Gänse gestohlen. Und in den Gärten die Kirschen. Und man hat alles selbst, aber das Fremde war besser. So ist man beim Mensch, ja. Ich bin geboren in einer Lehrerfamilie. Mein Vater war Lehrer und war auch Schuldirektor in der Helendorfer Schule. Er hat selbst auf Klavier gespielt. Eine Musikschule hat er eingerichtet bei uns im Haus. Und da war ein Lehrer, Gasparian, das war ein Armenier, der hat gesagt, du bist ein Musiker, du musst Geige lernen. Ich habe Geige spielen gelernt, von 6 Jahren schon. Aber ich wollte zeichnen, das war für mich viel wichtiger. Dann hat er mir gesagt, naja, du hast mal wieder nicht geübt, hast zu wenig geübt.
ich hatte Unterricht gehabt in der Musik. Wir hatten Fliegel, das hat jeder. Das war in der Mode. Oder Klavier war es oder ein Fliegel. Wir hatten, und für diese Musik bekam ich die wildsten Schläge von der Mutter. Von der Schule nicht, von der Schule ging alles normal. Aber ich wollte keine Musik. Dann saßen wir immer, die wohnt jetzt in Karlsruhe. Und ich musste auch zu dieser Lehrerin. Aber immer in der Kirche war es eine große Uhr. Immer geschaut, bis die Stunde vorbei ist. Dann gingen wir wieder nach Hause. Und dann sagte die Mutter, hast du nichts bekommen, eine Hausarbeit? Oder? Nein, die hat nichts. Und dann hat die Lehrerin schon gekommen und geklagt. Ihr Sohn, der kommt nicht mehr auf den Unterricht. Und dann gab es auf den Hinterdruf. Und dann habe ich, ja, wenn der Mensch nicht will, dann das hilft doch nichts. Russland hat systematisch eben Vertreter christlicher Volksgruppen bevorzugt in der Politik, in der Kooperation, in der Zusammenarbeit. Und wenn Sie so wollen, setzt sich diese Politik auch in den Sowjetzeiten durchaus fort. Also mit Misstrauen den muslimischen Völkerschaften zu begegnen, hat eine Tradition. Dass das zu Konflikten führen musste, ist ganz normal in diesem Kontext. Es geht hier um einen auch Widerstand der muslimischen Bevölkerung, der aserbaidschanischen Bevölkerung gegen die zarische Politik. Und in dem Moment also auch gegen die Auswüchse, die es gegeben hat, gegen die Unterdrückung, die es gegeben hat. Die Aserbaidschaner selbst sind alles, was wir aus den Quellen wissen, sehr gastfreundlich gewesen. Wir haben sehr viel auch Gemeinsames. Man hat doch sehr gut also auch miteinander gelebt und gemeinsam Feste gefeiert. Man ist eingeladen worden zu aserbaidschanischen Hochzeiten. Dieses Zusammenleben hat es also auch gegeben. Im Südkaukasus hier erbten ja nur die jüngsten Söhne. Und Sie müssen sich vorstellen, bei Familien, die durchaus, wo 10 Kinder, 12 Kinder durchaus eine Normalität waren, mussten diese älteren Kinder ja auch irgendwo hin. Und so hat man Ausschau gehalten nach freien Ländereien und man hat zusammengelegt und hat dann also auch Land aufgekauft und dort praktisch Tochtergründungen vorgenommen. Da war Helendorf, war Georgsfeld, war Annenfeld, war Traubenfeld, war Eigenfeld, war Greenfeld, hat 6. Das sind die Haupte so. Dann hat es kleine noch. Hier, guck, das muss es sein. So, hier ist das Standesamt. Ja, ich habe doch den Stammbaum hier. Und wir haben ja ganz großes Glück gehabt, dass meine Eltern die ganzen Daten sich haben rausschreiben lassen. Damals 1933 brauchten die den arischen Nachweis, als sie in Deutschland lebten. Und dann haben sie hier unter Hitler, ja, an die Pfarrämter geschrieben. Und das war eine Mordsarbeit, sämtliche Vorfahren rauszuschreiben. Hier sind extrem viele Namen doppelt. Woran liegt denn das? Das liegt daran, dass die alle Familien, die 120 Familien, die hier ausgewandert sind in Helendorf,
Düsseldorf eingewandert sind, dass sie fast die ganze Zeit untereinander geheiratet haben. Immer vom Dorf, von demselben Dorf oder von den Nachbardörfern. Aber nur, dass eine Deutsch ist und besser noch eine Schwabe, nur Schwäbisch. Das war's. Oder? Aber dann später hat sich das ein wenig geändert, alles so. Da hat man schon nicht mehr auf dies alles geachtet. Aber am Anfang, das war streng. Ziemlich viel Inzest, oder? Ja, das war fast in jeder Familie gab es auch schon einen Taubstumme. Wir hatten auch eine Tante oder Blinde. Die hatten sogar in den 20er Jahren, glaube ich, hier eine Taubstummenschule gegründet. Auch vor allem der Lehrer Hummel, der hat darauf hingewiesen, dass die auf keinen Fall mehr ein Mädchen aus dem Ort heiraten sollen. Und dann 1933, als sie diesen Ariernachweis bringen mussten, haben sie festgestellt, dass 2 Generationen vorher ein Kehrer und eine Bart Sie waren verwandt. Nein. Ich bin mit meinem Vater 6-mal verwandt. Und wenn es nicht mein Vater wäre, wäre es mein Cousin 3. Grades. Hello, Gisela. Hallo, Rafik. Fein, dich zu sehen. Hello. Sadece olarak bir Xanlarlı kimin, bir Göygöllü kimin. Ben Almanlara çok minnətdaram ki, onlar bizim için belə şəhər qurub gediblər. Bizim için belə sivil qaydada qayda-qanun qoyub gediblər. Müəyyən qaydalar var ki, indiyə kimi onlara riayət olunur. Onunla əlaqədar bura gələn Almanlardan biz görüşmüşük, münasibət yaratmışıq və indi də münasibətlərimizi davam edirik. Auch die Großmutter, Großvater, Tante. Der Otto sitzt da wieder. Otto ist überall. Ah, na ja. Das ist das Haus von meiner Mutter, ihr Elternhaus. Sind dort die Fass? Ja, ja. Diese, die große Fass. Das ist unser Haus in Lehndorf. Ah, ja. Kirchestraße. Kirchestraße, und jetzt ist Hadjiyev. Hadjiyev, aha. Hadjiyev. Margarita'nın atası, anası. Onlar hakkında bizi danışıp Margarita'nı tanıyırıq. Margarita da bizim burada doğulan uşaqlarımızı tanıyır. Ben gelin gelmişim, yoldaşım Ermenistan'dan gelip. Ich habe gesagt, das ist mein Elternhaus, ich bin da geboren und ich will es mir anschauen. Ja, bitte. Und wurde gleich sofort der Tisch deckt und alles und bleibst bei uns über Nacht und alles. Nee, die Leute hat von Wie alle zu Hause. Öz evi kimi, öz doğma evi kimi, öz belə deyək ki, bacısının evi və yaxud da ki, oğlunun evi, bax belə başa düşün. Biz bir-birimizə çox yaxşıyıq. Es war ein schönes, wunderbares Dorf. Das war ein Weinbauer und wir haben gut gelebt dort. Ich musste manchmal auch der Mutter helfen, die hat in den Weingärten gearbeitet und dort musste mich auch manchmal helfen. Ja, wenn die Ferien waren im Sommer, in der Schule und was, da war das ganze Jahr war Arbeit dort. Es kamen auch Iraner zu uns. Das waren die Tataren und Armenier und Assorer waren und Türken waren und Persier waren. Das waren dann Tagelöhner, die kamen dann und haben die Arbeit gemacht. Ohne die vielen Weinbergarbeiter, die ja Tataren waren, wie man so sagte damals, Aserbaidschaner waren, wäre es nie möglich gewesen. Almanlar
biz yaşadığımız bu mekanda, yani Gökyolu rayonunda ben dediğim kimi güzel şərab istehsal edildiler. Ben buraya gelip giden Almanlardan çok sorgu sualım olubdu ve o vaxtdandır hardasa 1985-ci ildendir özüm şərab düzəldirəm. Almanların o necə deyirlər, o resepturasıyla, onların teknologiyasından. Es ist also nicht so, dass mit den Deutschen überhaupt erst einmal der Weinanbau gekommen ist. Der Punkt ist aber tatsächlich, dass mit den deutschen Kolonisten, und das ist die Mitte des 19. Jahrhunderts, das, was man an privaten Wein auch produziert, in einer Qualität anzubieten und also auch transportfähig zu machen und ihn in Tiflis abzusetzen, war ein Punkt. Russische Armee steht im Kaukasus. Der beste Käufer war der Staat. Ja, also der Bedarf an solchen Produkten, Alkohol für die Armee, war eigentlich mit. Man hatte einen ständigen Abnehmer. Und dadurch kam ständig auch neues Geld rein. Man konnte dadurch die Plantagen erweitern. Das ist zum Beispiel so die Anfänge der Familiengeschichte Forer, einer der beiden großen Wein-Cognac-Produzenten aus den Kolonien. Ne kadar Rusya ile Almanya münasibətlərində istilik var idi, bu müsbət Almanlara da təsir göstərir. Nə qədər vəziyyətlər gərginləşirdi, iki dövlət arasında təbii ki, tək Azərbaycan Almanlarına yox, ümumiyyətlə Rusiyada yaşayan Almanlara da onun təsiri mövcud idi. Sadəcə Birinci Dünya müharibəsində siz bilirsiniz ki, nəticəsi Petrogradda deməli Lenin rəhbərliyi ilə dövlət çevrilişindən sonra vəziyyət dəyişdi və bir neçə ərazilərdə, o cümlədən Azərbaycan da, Cənubi Qafqazdakı ölkələr də öz müstəqilliklərini nail oldular. Və ümumiyyətlə Alman koloniyasının əhalisi Azərbaycanın müstəqilliyini qəbul etdi. Nəinki qəbul etdi və onun inkişafında, dövlət quruculuğu sahəsində yaxından da iştirak etdi. Tagebuch von Julius Forer. Im April 1920 griffen die bolschewistischen Armeen Baku vom Meer her an, eroberten es in 2 Tagen und nach weiteren 2 Tagen waren sie auch schon in Ganscha. Durch ein veröffentlichtes Dekret wurde die Verstaatlichung sämtlicher Landgüter bekannt gegeben. Bei der Verstaatlichung der Güter musste die junge Generation auf den Gütern verbleiben und dieselben weiterverwalten. Ich selbst verwaltete bis zur Enteignung Karriere. Erst nach 3 Jahren wurden wir alle eines schönen Tages entlassen. Im Entlassungsschreiben wurde hervorgehoben, dass ehemalige Gutsbesitzer als Klassenfeinde keine Güter verwalten dürfen. Und hier reagieren die Hellenendorfer eigentlich sehr klug. Sie schließen sich zu einer Genossenschaft, zu Concordia zusammen und können dadurch innerhalb der 20er Jahre zur führenden Genossenschaft, also noch vor 1929, als offiziell Kollektivierung zur Losung der Sowjetunion wird, noch vor 1929 können sie eine Blüte erreichen als Genossenschaft, die einzigartig ist. Mein Onkel Werner, der war Buchhalter in der Concordia und der hat dann den ganzen Wein, der wurde dort abgegeben. Und der hat dann den Wein produziert und hat den auch ins Ausland und überall in ganz Russland hat er das dann verkauft. Die Einnahmen, die er gebracht hat, die wurden dann durchschnittlich für alle, wer das wie viel gehabt hat, der bekam dann davon. Und der Onkel Werner hat gesagt, wenn wir noch ein bisschen, 10 Jahre noch, sagen wir, so gewirtschaftet hätten, da wären bei uns keine Armen gewesen überhaupt. Das waren auch keine Armen, aber wären alle Millionäre gewesen. Es gibt ein funktionierendes Gemeinwesen, tatsächlich, nicht ein verordnetes. Der Verein veranstaltet zur Beschaffung von Mitteln auch Konzerte, Theateraufführungen und Wohltätigkeitsbasare. Also, tut comme chez nous. Waren ganz schön aktiv, gell? Mhm, Wahnsinn. Ja, der Vati hat ja auch erzählt, dass die hier sehr oft im Vereinsgarten waren. Vor allem
nach der Arbeit abends oder Samstag, Sonntag ist er mit seinen Kameraden hierher gekommen oder zum Theater. Und ich kann mich auch entsinnen, dass es manchmal auch Diskussionen gab mit seinem Vater. Der fand, das würde die Seele verderben, solche Sachen. Aber dann haben die sich doch durchgesetzt. Və Yelendorfun yaxınlığında Göygölə gedən bir yolda Azərbaycanın çox gözəl bir güşəsi olan Hacıkənd adda bir yer var idi. Həmin bu yerdə deməli vaxtilə Almanlar yaşayan dövrdə onlar orada dincəlməyə gedirdilər ora. Yəni ki, Hacıkənd Yelendorfçular üçün dincəlmək yeri kimi yeriydi ora. Das war zum Ausruhen, war das. Im Sommer, da ging es nach Hajj, das war bergig, das war nicht so heiß. Schön. Und dort konnte man auch vermieten, Zimmer auf den Sommer waren. Und die Zimmer waren auch wieder, die haben alle gehört, den Vorer. Die hatten überall ihr Land. Den Baku hatte sie und den Ja, die waren der Reichste, ja, natürlich. Biz Qaşqın, Qarabağdan gəlmişik. Bəli, bəli, buradan Hacıkənddə məskunlaşmışıq. Biz Kosaları, Xocalının Kosalar kəndindən gəlmişik. Buradan 92-də bura gəlmişik, Hacıkəndə. Hacıkənddə məskunlaşmışıq. Və çox qəribə bir tarixin yəni ki, döngələri olur. Qaçqınlar Ermənistandan qovulmuş, Ermənistanda dədə, baba yurtları olmuş, torpaqlardan qovulmuş insanlar bir günləri Hacıkənddə yaşayırlar. Yəni ki, qovulmuş Azərbaycanlılardır. In der Schule war alles atheistisch, das war eingestellt, war keine Religion war einfach verboten. Und alles, die ganze Aufsätze und das Diktat und alles, das ging alles auf Russisch, auf einmal. Wurde dann die deutsche Sprache abgeschafft, wurde alles umgekehrt. Dann war die Hauptsprache Russisch und Deutsch, Aserbaidschanisch waren dann Fremdsprachen. Und das war für uns sehr schwer, weil ich konnte doch nicht Russisch. Helendorf wird auf der einen Seite zu einem neuen administrativen Zentrum, das heißt zur Kreisstadt gemacht, und damit kommen vorwiegend auch armenische Beamte in die Stadt. Das heißt, die autonome Verwaltung der Kolonie wird aufgebrochen. Es kommen ganz andere Bevölkerungskontingente in die Stadt. Und da kam es einfach vom Rathaus, oder dort war es das Gemeindehaus, war das Gemeindehaus. Und bis morgen musste das Zimmer leer machen. In ein Zimmer kam eine Armenierfamilie und in das andere Zimmer kam eine Russenfamilie. Und wir hatten 5 Zimmer und zuletzt haben wir in 2 Zimmer. 3 Zimmer wurden abgenommen und so war es auch bei Ihnen und so war es überall. Wurden alle diese Mieter eingesetzt. Und von denen bekamst kein Cent nicht und gar nichts. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə SSR-də yaşayan Alman əhalisinin içində
Azərbaycan əhalisi, Almanları bir cəhətlə də seçilirdilər. Təxminən hardasa 20 min Almanların içində cəmsi 24 dənə Komünist Partiyasının üzvü var idi. Die Revolution, das war der Aufbruch und die junge Generation war natürlich dann beeinflusst von dem Neuen. Aber man hat schon gemerkt, dass es hier etwas schief geht, weil jeden Tag hat man gehört, den haben sie arretiert, den anderen haben sie verhaftet, den dritten, und die sind alle weg und kamen nicht mehr zurück. 1935, da haben wir dann das Urteil des deutschen Konsuls in Tiflis, Tbilisi, der sagt, das eigentliche Leben in den deutschen Kolonien ist zusammengebrochen, weil es also im Zuge von groß angelegten Prozessen gegen Mitarbeiter der Concordia, vor allem gegen die führenden Mitarbeiter, eben auch zu Erschießungen gekommen ist. Deutsche Spion. Nicht deutsche Spione. Und die, was hier gelernt haben, ihr Studium geendet haben in Deutschland, alle wurden verhaftet, alle. Stimmung war Angst. Man konnte nicht sprechen, durfte nicht sprechen. Und dennoch wurden sie verhaftet, ja. Und mit uns Kindern hat man sich überhaupt nicht unterhalten. Vielleicht die Eltern haben dort miteinander das gesprochen, aber wir waren niemals dabei. Die hatten Angst, hat jeder gezittert, bis wieder die Nacht rum ist, dass er wieder Abend kam, haben sie schon geschaut. Weil die kamen immer bei Nacht, die meistens. Kamen auch bei Tag, aber im ersten bei Nacht. Dann gab es die Hausuntersuchung, dann wurde gesucht und was gesucht. Ich weiß nicht, lauter waren Spionen und... '36, da wurden die Kirchen geschlossen. Dann wurde aus unserer Kirche ein Sportsaal gemacht. Und das Kreuz wurde abgeworfen und die Glocken wurden runtergeschmissen. Das habe ich alles erlebt, das war furchtbar. Die alten Leute haben geweint, die haben gesagt, ja, da kommt jetzt der Teufel. Da ist etwas Schwieriges. Und dann kam ein NKWD-Mann, der wollte, dort waren wunderbare Bilder in der Kirche von italienischen Meistern gemalt. Und da dann zog das Messer und wollte die Bilder zerschneiden. Dann kam der Onkel Jakob und sagt, bitte machen Sie das nicht. Ich nehme die Bilder ins Museum, die haben einen großen Wert. Und da war er so böse und hat gesagt, naja, dann nehmen Sie fort mit denen. Der Jakob Hummel, arkeolog kazıntılar zamanı. Arkeolog olup da Rüşen Hummel. Alim olup oldu. Və bizim bu vaxta qədər bu kilsənin qoruyub saxlanılması mənim üçün çox vacib bir amildir. Hər bir xalqın öz böyük tarixi var. Və Alman tarixinin Azərbaycana gəlib çatması, Azərbaycan tarixi ilə birgə olması, mən hesab edirəm ki, hər bir Göygöllü bunun üçün çox vacib bir amildir onun öz həyatı boyunda. Onlar hər biri maraqla bunu izləyirlər, öyrənirlər və inanıram ki, bizlərdən də sonra bu belə də olacaqdır. Və 2007-ci ildə bu kilsə təmirə başladı. Ich war fasziniert von dem, was an Tradition und an Bausubstanz erhalten ist. Gerade die Kirche, die heute zum Museum umgebaut wurde. Auch die Bausubstanz der Häuser, die doch über 190 Jahre noch existieren. Und ich denke, dass man dazu beitragen könnte, dass man Bauhandwerker ausbildet, aus Aserbaidschan hier in Deutschland, und ihm das Know-how zu geben, um diese Häuser dann auch in ihrer deutschen Architektur und Tradition wieder aufzubauen und zu renovieren.
Salam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bitte um Entschuldigung. Das ist das Haus meines Vaters, wo mein Vater und meine Großmutter gelebt haben. Und ich wollte das gern meiner Enkeltochter zeigen. Buyurun, buyurun. Hoş Dankeschön. Wie viele Personen wohnen jetzt hier? Wie viele Familien? 12. 12. 12 Personen. Oje. Hier Dört aile. Hoş geldiniz siz. Çok sağ olun, çok sağ olun. Hoş bulduk. Bunu görmüşüm, gelip. Görmüşüm bunu. Siz de perivoçuksınuz, öyle mi kadınlar? Görmüşüm, geldiler orada durdular, şekil. Kannte Sie meine Großmutter noch? Ja. Verjarste. Nein, sie hat es nicht gekannt. Ach, sie hat sie nicht gekannt. Yok, Seit wann lebt sie hier? Ay sorular tanışırdılar. Bir diye bir Samet var idi burada, Allah rahmet eylesin. Bir de Dediye İşov var idi. Ay sonra. Derdi kızım, bura mirastı. Bunun mülkün gelsine kalmayıp bura. Ay sonraya 15 dakika vaxt verip, onlar bir tane 5'te götürmüyorlar. Elə gediblər, axırda da deyir, bax Ermənilər belirlədi, bax buradan cəmaatı. Oradan bütün Ermənistandan töküldü, cəmaat gəldi. Mən özüm Gəncəliyəm. Ancaq yoldaşım Ermənistandandır. Gəldilər ha belə. Cəmaatı belə didərgin oradan yuvasından, buradan yuvasından, hər şeylər tökdülər. Şöyle cəmaat bax belə qaldı. Nə qaldı, nə var? Buna qalmayan, mana qalar heç bir vaxtı. Bunun babasının əlinin əməyindən olub. Heç kimə qalan deyil. Bu yaxşı. Yo, çıkarsınlar. Danke. Спасибо. Das war die Küche, Sarah. Die sind 1920 ausgereist mit den anderen und dann hat sie ihren Sohn nie wieder gesehen. Und sie hat dann, wollten die eigentlich meine Eltern zurückkommen, hier heiraten, 1930. Und dann hat aber die Großmutter gesagt, bleibt in Deutschland. Und dadurch bin ich in Deutschland aufgewachsen, aber sie hat ihren Sohn nie wieder gesehen und ich habe sie auch nie kennengelernt. Einfach nur so aus der Küche weggeholt. Meine Cousine hat sie noch gesehen auf dem Bahnhof in Ganjcha, die fuhr auch nach Baku, wollte mit ihr sprechen, aber da waren 2 Milizionäre und sie durfte nicht mit denen reden und die haben sie einfach weg und nachher erschossen. Aber ich freue mich, dass jetzt so eine nette andere Familie hier wohnt. Oh, спасибо, очень спасибо. Sağ olun. Ne vaxt istəsəniz gələ bilərsiniz, ev sizindir, qala da bilərsiniz. Həmişə qonağımız ola bilərsiniz. Vielen Dank. Sağ olun, sağ olun. Hoş. Unsere Großmutter ging jede Woche 2-mal auf den Friedhof. Sie hat 4 Kinder und der Großvater war schon tot. Und sie nahm immer mich mit. Und einmal ging mir die Gasse runter, die Straße, und das Tor war offen, wo die Gefangenen waren. Ja, wo die Polizei, und dort war ein Keller. Und unsere Großmutter sagt, das Tor ist offen, geh rein, vielleicht siehst du dein Papa. Und ich ging rein und dort waren 3 Kellerfenster. Und das weiß ich nicht mehr. Hat er mich gesehen oder habe ich ihn gesehen? Aber vom Kellerfenster hat er rausgeguckt, ja? Wahrscheinlich hat er mich, ich weiß es nicht. Und
er stand an dem Fenster und dort war ein Gitter im Fenster. Ja, das war doch alles. War ein Gitter im Fenster und er hebt sich so an dem Gitter. Er hat ein brauner Anzug, das weiß ich noch, und sein Gesicht und die Augen und die Tränen. Was er mir gesagt hat, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Aber nicht in einem Augenblick kann ich mich so erinnern in meinen Vater wie in das Gesicht. Und das war's auch. Das war das letzte Mal. Bunlar buranı vətən sayırlar, ancaq bu vətəndə bunlara artıq imkan vermirlər. Bunların ən əzizlərini, atalarını, babalarını, analarını məhv edirlər. Necə ola bilər bunların münasibəti? Təbii ki, bunlar buradan çıxıb getmək istəyirlər tarixi vətəninə, Almaniyaya. Immer Kurzwelle. Das war gefährlich. Das war so deutlich, was der Hitler gesprochen hat und das. Wir durften nicht, aber wir haben an der Tür dann doch gehorcht. Und er hat so geschrien. Und die Leute waren bekannt. Und sie dachten, jetzt geht's nach Deutschland. Vor dem Krieg. War doch der Ribbentrop war dort. Und ich war noch jünger, aber die Eltern waren begeistert. Ja, der hat doch dort. Und uns dann dachten wir, oh, wenn man nur noch mal Deutschland hätte. Dann kam man statt Deutschland nach Sibirien. Als 1941 der Krieg ausbrach, da musste ich schnell nach Hause. Da ging ein Geschwätz, aber niemand hat es nicht geglaubt. Bis so weit war, dann war es zu spät. Ja, war wie zu spät. Nach ein paar Monaten wurde uns gesagt, in 3 Tagen müssen Sie alles zusammenpacken. Man darf 50 Kilo Sachen mitnehmen und essen auf einen Monat. Wir wussten doch nicht, wo wir hinkommen. Ja, und dann ging es auf den Zug. Zuerst war ein Personenzug alles, bis nach Baku. Wir mussten die ganze Nacht warten, bis das Schiff ankommt, das Schiff Dagestan. Und da wurden wir aufgeladen. Für uns Junge war das ja sehr interessant. Das erste Mal auf dem Schiff im Meer. Aber die Alten haben geweint und gebeten. Die haben gesagt, wir werden da versunken. 41-ci ildə Almanları buradan deportasiya edilməsi bu gün də mənim üçün o ağırlıdır. Yeganə burada mənim üçün bir ola bilər ki, bizim bu günləri Azərbaycanımızın reallığı qaçqınlarla üz-üzə dayanmışıq biz. Qaçqınlarımız bizim var, Azərbaycan ərazisi işğal altındadır və bundan bizim qaçqınlarımız əmələ gəlib. O qaçqınlarında, bizim qaçqınlarında taleyi çox acılıdır. Amma bunlar tamamilə başqa talihdir. 1915-ci ildə Almanları buradan deportasiya etmək, ilk dəfə deportasiya etmək istəyiblər və o vaxtı Azərbaycan icması Qafqaz qubernatoruna müraciət edib və Azərbaycanlılarla Almanların birgə çox sıx yaşamasının bildiriblər və bu deportasiyanın qarşısını ala biliblər. Amma 1941-ci ildə bu deportasiya baş verəndə artıq SSR dövrü idi. Totalitar komünizm rejimi heç nəyi qarşısında saxlaya bilmirdi. Ich bringe dich hier an diese Stelle, Sarah, weil ich dir zeigen wollte, von wo ab unsere Familie 1941 deportiert wurde. Die ganze Familie meines Vaters. Tante Olga mit ihren Kindern. Oh, für die Kinder war das bestimmt furchtbar. Ja. Und du musst dir vorstellen, das ganze Schiff überladen, voller Menschen mit ihrem ganzen Hab und Gut.
Und die Älteren, die wussten, sie kommen sicherlich nicht mehr zurück. Das muss ganz furchtbar gewesen sein. Hier hat sozusagen alles wieder geendet. Hier hat die Geschichte unserer Familie in Aserbaidschan aufgehört, ja. So waren wir einen Monat, sogar ein bisschen mehr als einen Monat unterwegs. Es ging nach Kasachstan, da war schon 20 Zentimeter Schnee und 20 Grad Kälte. Wir waren nicht recht angezogen. Zwangsarbeit dort. Das sind die meisten Leute gestorben durch die Kälte. Dann kamen wir noch in die Kohlengruben. Ja, ich war dort Holzschlepper, das war sehr eine schwierige Arbeit. 12 Stunden unter Tage, das war schon was. Hunger und Kälte. Hunger und Kälte. Eines Tages hieß es, alle mal raus, Löcher graben. Dann haben wir die Löcher gegraben, jetzt müsst ihr Pfosten einbauen. Wir haben dann eine Zone gemacht, wir mussten uns selbst umzäunen. Das war natürlich sehr erniedrigend und beleidigend. Naja, und so haben wir uns selbst die Zone gebaut und mit Stacheldraht alles umzogen. Die Mutter musste dann auch in die Armee, das war schon 1943. Die kam in den Ural und im Ural, da mussten sie an einem Steinbruch Asbest große Steine schleppen. Und dort war die Norm eine Plattform für eine Frau. Das war nur Frauenbrigaden. Man durfte nicht mehr als 5 Kilometer von deinem Wohnort weg sein. Und da war so eines. Schriftlich muss man. Und wenn es weiter ist als 5 Kilometer, dann bekommst du die Zwangsarbeit bis 25 Jahre. Aserbaidschan war es verboten, nein. Dort wurde gleich abgesagt. Dort gibt es keinen Weg mehr hin. Wir wollten immer zurück, natürlich, aber man durfte nicht. Wir mussten unterschreiben, dass wir niemals in unsere Heimat zurückkehren dürfen. Und wer sich nicht daran hält, der wird dann auf 20 Jahre Zwangsarbeit wieder bestraft. Das ist Geburtsort natürlich, das ist die Heimat. Aber Kargandar wurde die zweite Heimat. Aber unsere Kinder haben gesagt, wir haben hier keine Zukunft, wir fahren weg. Und so eins nach dem anderen sind sie weggefahren. In den 80er Jahren, die Sowjetunion ging quasi zu Ende, der Umbruch war brutal, die wirtschaftliche und die persönliche Perspektive war überaus gering in all den Ländern, auch in der damaligen Sowjetrepublik Aserbaidschan. Und vor diesem Hintergrund haben die Leute eben, jetzt sage ich mal, ein gesichertes Umfeld gesucht. Das war bei vielen, die aus Osteuropa kamen, der Beweggrund, nach Deutschland zu kommen. Die ersten Heimkehrer, wie sie da erst mit Blumen empfangen wurden und alles wurde mit Musik, das waren die ersten Heimkehrer. Und später wurde dann die Stimmung ganz anders. Man hat nicht mehr erklärt, dass diese Menschen ja auch eine deutsche Wurzel haben. Zumindest für die, die in den Anfängen gekommen sind. Das hat man nicht erklärt, sondern die sind gekommen, sind mit sehr viel Geld auch ausgestattet worden, obwohl sie es dort auch schon bekommen haben, hier nochmal. Und das hat am Ende natürlich zu Spannungen geführt, dass die Deutschen gesagt haben, das kann doch nicht sein. Ich zahle seit Jahren in unser Rentensystem hinein und da kommt jemand und bekommt bei uns dann quasi alles umsonst, obwohl er nie was hineinbezahlt. Das hat zu vielen Aggressionen und Aversionen geführt. Und da hat die Politik, das muss ich schon sagen, haben wir insofern versagt, als dass wir zu wenig die Menschen informiert haben.
fühle mich hier zu Hause. Nur, natürlich, es gibt Nachteile. Man ist nicht gefragt, man ist nicht in der Öffentlichkeit, man ist ein bisschen einsam. Ich war dort sehr angesehen und man war immer mit den Problemen, die was da waren, hat man immer auch mitgewirkt. Aber hier bin ich ein bisschen alleine. Bu benim dostum mərhum Viktor Klein'in evidir. Onunla mən uzun müddət yoldaşlıq eləmişəm. 1951-ci ildən biz yaxın olmuş, yoldaş olmuşuq. Ölənə qədər 2007-ci il mart ayının 29-unda rəhmətə getdi. Onun bu evini 19-cu, 20-ci əsrlərə aid Alman irsinə aid olan bir ev kimi biz bunu qoruyuruq, saxlayırıq, muzey eləmişik və tipik Alman ailəsinə məxsus olan bir ev kimi. Bunu o tərəflərə o vaxt buradan sürgün eləməmişdilər. O vaxt demək qarışıq ailələri, bir neçə ailələr belə qalmışdı. O cümlədən Viktor Klein'in ailəsi qalmışdı burada. O həmişə vəsiyyət eləmişdi ki, məni öləndə babamın yanında dəfn edərsiniz və demişdi ki, bu evi imkan daxilində qoruyun, saxlayın, bu evin içində olan nə varsa hamısını muzey kimi saxlayın. Kam ein Mann auf der Friedhof, wir gingen auf den Friedhof, hat noch einen Strauß Blumen, Rosen, und er sagt, ich weiß es nicht genau, wo, aber hier, die, wo in Helendorf erschossen wurden, die sind alle hier. Die haben sie hier beerdigt. Aber ob sie jetzt dort ist oder nicht dort ist mir... kann ich nichts dafür, aber ich habe ein Denkmal, ein Stein. Ich weiß es nicht. Manche denken vielleicht das unnötig, aber für mich ist es nicht unnötig. Wenn ein Mensch tot ist und muss ein Stein oder ein Name oder irgendwas, muss doch sein. Ne? Wenn ich kann, so oft ich kann, und wenn ich noch kann und mir ist nichts schade, mir ist nichts auf der Welt schade. Manche sagen, was hast du dort verloren? Ich weiß es nicht. Ich mag die Menschen, ich mag die Heimat. Danke. Wo der Mensch geboren ist, das ist die Heimat. Und der Vater und die Mutter, alle sind, der Großvater, alle sind doch dort geboren. Die Mutter ist in Usbekistan, der Vater ist in Kasachstan, bei Karagadan begraben. Nur so. Das ist traurig. Aber die Jahre kannst du nicht ummachen, nicht zurückdrehen. Wie es nicht ist, 87, das ist schon ein schönes Alter.